Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Heute landen Terminatoren auf dem Schlachtfeld. Kontakt an allen Fronten! An allen! Wir werden überrannt. Ich wiederhole, wir werden überrannt. Position halten! Position halten! Feind nähert sich unaufhaltsam! Platziert das Signal! Los! Das ist unsere einzige Chance! Möge der Imperator mit uns sein! Verbindung etabliert. Zielkoordinaten empfangen. Teleport eingeleitet. Teleport abgeschlossen. Ziele bestätigt. Säuberung beginnt. Keine Gnade für den Imperator. Wir sind seine Werkzeuge. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Vernichtet den Xenos-Abschaum. Vorm Kampf mussten diese aber erstmal bemalt werden. Wenn euch interessiert wie, bleibt dran. Früh morgens, 5:30 oder 6 ging's los. Erstmal einen Schluck Kaffee. Es handelt sich hier um die 5 Terminatoren aus der Combat Patrol, aus dem Combat Patrol Abo Ausgabe 12 und 13. Das heißt, wir haben da auch die Bauanleitung aus dem Combat Patrol Abo. Erstmal das ganze Plastik bereitlegen. Dann brauchen wir noch ein paar Magnete. Und dann zu guter Letzt auch noch unser Werkzeug. Ich magnetisiere meine Modelle immer. Das heißt, die Bases meiner Modelle bekommen unten ein Neodym-Magnet rangeklebt. Das sind 2 Größen, die ich hier hauptsächlich verwende. Einmal 10 auf 2 mm und einmal 5 auf 2 mm. Die Marke der Magnete ist absolut egal. Bei den Terminatoren werde ich eher die 10 auf 2 mm verwenden. Für den Teleport Pile Center dann eher den 5 auf 2 mm Magnet. Zum Anbringen der Magnete muss man Sekundenkleber verwenden. Das heißt, der Plastikkleber, den wir für die Modelle benutzen, taugt hier nichts. Marke auch des Sekundenklebers absolut egal. Und dann legen wir uns natürlich noch unser sonstiges Werkzeug bereit. Seitenschneider, Endkrater, Bastelmesser, Skalpell, was man so braucht. Ich habe hier jetzt nur die Citadel Seitenschneider. Die sind ja mehr oder weniger die schlechtesten im Hobby, wenn man so den Stimmen und Meinungen glaubt. Ich habe jetzt halt keine anderen. Und habe auch noch keine anderen ausgetestet. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich nehme das, was ich habe. Dann starten wir mit dem Zusammenbau. Auch da habe ich gemerkt, da habe ich schon mal die Vergrößerungsbrille gebraucht. Vielleicht soll ich echt mal zum Augenarzt. Beim Zusammenbau gab es jetzt nichts Besonderes zu beachten. Einfach nach und nach die Teile rausgeknipst, entgratet und zusammengeklebt. Da am frühen Morgen das Vogelgezwitscher so schön war, habe ich das erstmal extrahiert. Hört ihr im Hintergrund, während das Video im Schnelldurchlauf abläuft. Hier mal dann noch ein kurzer Einblick in meine seltsamen Eigenheiten beim Bauen. Meine ganz persönliche schräge Angewohnheit mit den Gussrahmen. Irgendwie auch nutzlos, aber ich rede mir ein, dass ich die verbleibenden Teile dann schneller finde. Ich gebe die leeren Bereiche also immer weg. Den ersten Terminator haben wir jetzt zusammengebaut. Und zack, da ist sogar schon der zweite Terminator fertig. Im Gegensatz zum Sergeant hat der diesmal auch eine Power Fist. Da kann ich nicht anders, da muss ich jetzt einfach ein Video einblenden. Have you ever wished you had a bigger tool for the job? Straight from the year 40,000, we introduce Power Fist. Want an open plan living space but can't afford to move? Power Fist. Kids out of control? So, Achtung, bam. Zum Glück haut er nicht die Kinder weg. Der gibt's dem scheiß Drucker. Fed up with the washing up? Power Fist. Can't shift those tough caked-on stains? Power Das ist einfach Fist. die geilste Werbung. War damals für Dawn of War 3 schon uralt, aber immer noch gut.
See it in Geil. action in Warhammer 40,000. Muss jetzt einfach Dawn sein. of War 3. Und während ihr euch hier Werbung anschaut, habe ich den 3. Terminator zusammengebaut. Und zapp, zarab, jetzt sind alle 5 fertig. Das hier ist mein absoluter Favorit, der Terminator mit der Sturmkanone. Der ist so krass. Entgegen der Anleitung vom Combat Patrol Abo habe ich den aber hier ohne Helm gebaut. Also der hat einfach den unbehelmten Kopf bekommen. Hier haben wir noch dann den Helm als Ersatzteil. Und dann ist mir aufgefallen, da fehlt irgendwie noch ein Beinpanzer bei irgendwem. Ah, okay. Ja, habe ich wohl beim Zusammenbauen den Beinpanzer vergessen. Schauen wir mal in die Anleitung, was da so los ist. Und da habe ich dann entdeckt, dass da einfach die Nummerierung von dem Teil gefehlt hat. Deswegen habe ich es vergessen. Aber gut, das können wir fixen. Also noch schnell hier diesen Beinpanzer angebracht. Nun sind alle 5 Terminatoren soweit fertig, zusammengebaut. Und da ich noch Upgrade-Sprues von den Blood Angels hatte, habe ich da auch gleich mal ein paar Teile rausgesucht und dann eben auch noch angebracht. Ja, im Endeffekt hier bei dem, der hat das große Schild noch bekommen. Dann überall an den Gürteln so diese kleinen Blood Angel Reliquien, Symbole angebracht. Nach dem Zusammenbau der Minis folgt die Grundierung. Normalerweise grundiere ich meine Blood Angels immer mit Crazier Spray. Diesmal wollte ich aber diese ominöse Slapjob-Technik mal ausprobieren. Also kommt diesmal zuerst eine schwarze Grundierung zum Einsatz. Hier seht ihr übrigens meine fantastische Grundierstange, im Endeffekt eine Holzleiste. Da kommt einfach doppelseitiges Klebeband drauf, die Modelle werden fixiert und dann geht's ab zur Spraydose. Aber lasst uns mal über Slapjob sprechen. Was ist das denn eigentlich? Es gibt da gefühlt tausende Videos mit tausenden Meinungen. Slapjob ist mega, die beste Technik, um schnell Armeen zu bemalen. Man braucht nie wieder was anderes. Yay! Oder Slapjob ist der größte Mist, nur was für totale Nixkönner. Malt eure Miniaturen lieber gleich richtig an. Bla bla. Übrigens, wer bestimmt denn eigentlich, was richtig angemalt ist? Gibt's da die Bemalkripo, die vorbeikommt und dich einsperrt? Genauso wie die Regelpolizei? Na, ich weiß nicht. Das war jetzt bewusst mal überspitzt dargestellt, aber so wie es in meinem Kopf oft nur schwarz und weiß gibt, ist es natürlich in der Realität nicht. Da gibt es viel feinere Abstufungen. Aber zurück zum Thema. Das Wort Slapjob ist auf jeden Fall unglaublich furchtbar, wenn man damit Voice-Over machen muss, aber egal. Also, ich war am Anfang jedenfalls selbst verwirrt, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, aber ich habe dann einfach mal recherchiert, was Slapjob eigentlich genau sein soll. Im Grunde hatte auch jeder seine eigene Interpretation oder Variante draus gemacht. Es heißt dann Slapjob Plus, Slapjob Extended, Slapjob 2.0 und so weiter. Nagelt mich da jetzt bitte auch nicht fest, das sind einfach ein paar Erkenntnisse, die ich bei meiner Recherche gesammelt habe. Die Minis sind übrigens mittlerweile hier schwarz grundiert und getrocknet. Im Grunde ist Slapjob alter Wein in neuen Schläuchen. Also bekannte Techniken, die es schon vor der Bezeichnung Slapjob gab, die dann kombiniert wurden als, ja, man kann schon sagen, mittlerweile etablierte Speedpainting-Methode. Slapjob ist auch keine offizielle Technik oder Bemalart, die nur von einem bestimmten Unternehmen geprägt wurde. Es ist wirklich ein Fanbegriff, also entstanden in unserer Community und besonders über YouTube und Social Media geprägt. Die Modelle wurden zwischenzeitlich jetzt auch nochmal direkt von oben mit Corax White angesprüht. Hab darauf geachtet, es in einem fast 90-Grad-Winkel zu machen. Weitere Abstufungen werden dann mit Tribrush erfolgen. Ich habe mir dazu dann hier 2 Grautöne rausgesucht, einmal Crazier und einmal Storm Verminfur. Ich wollte eigentlich mehrere Grautöne mit reinbringen, aber es ging ja auch darum, schneller fertig zu werden. Deshalb entschied ich mich dann doch einfach nur mit Crazier zu Tribrushen. Beim Tribrushen selbst verwende ich einfach so Kosmetikpinsel in unterschiedlichen Größen. Mit denen komme ich super zurecht und die sind für mich viel besser geeignet als die speziellen Tribrush-Pinsel von namhaften Herstellern. Ich habe da jetzt auch nicht die teuersten und besten jemals verwendet, aber für mich und meine Anforderungen in der Hobby-Ecke sind diese Kosmetikpinsel da sehr gut geeignet und für meine Zwecke einfach ideal. Leider nicht ideal ist, wie ich hier die Miniaturen aus dem Kamerablickwinkel raushebe, dass man eigentlich gar nicht so genau sieht, was ich denn da tribrushe. Wichtig ist ja vor allem, nicht zu fest tribrushen. Die Vertiefungen sollen schon ihren Schwarzton behalten. Und ich gehe einfach nochmal über die Minis drüber mit Crazier.
Nochmal zurück zum Thema Slapjob. Mich hat dann auch mal interessiert, woher kommt denn dieser Begriff Slapjob überhaupt? Ich habe dabei unterschiedliche Quellen gefunden. Es ist mir auch nach wie vor nicht 100% klar, wer den Begriff bzw. die Kombination dieser Techniken in der Form nun wirklich zuallererst so verwendete. Ich wollte da aber jetzt auch keine Doktorarbeit drüber schreiben. Deswegen die Ursprünge, soweit ich es jetzt rausgefunden habe, gehen wohl auf Rob, der Honest Wargamer, zurück und eines seiner Videos vom April 2022. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Link kommt dann in die Beschreibung. For years, painting has been a fog to me. Difficult to see through and impossible to grasp in my hands. And then I took a journey. I learned from the painting masters in a monastery on a mountain in Turkey. And it's there, under their tutelage, I learned a technique which I will share with you today. The slap job. Hi, I'm Rob from the Honest Wargamer. You're gonna love my paints. Dies wurde dann auch von Lin schon im September 2022 nochmal aufgegriffen. Hier ein kurzer Ausschnitt, Link kommt dann wieder in die Beschreibung. Recently, a newfangled fad has hit the streets, something known in the mini-painting community as slapjob. Local Nottingham authorities claim that the viral video that's endangering our children has been brought on by one Rob, the Honest Wargamer. Hey, Mr. Ninjon. I'm here from the Slapchop Union to make sure you are paying your dues. As we know, Mr. Valley Joe of the Valley Joe Corporation is threatening to withhold the 001 paint. And so if you don't pay your dues, we can't collectively bargain for better paint. So don't be talking about Slapchop on your videos like some of these other content creators without signing up. So where can I put your donation of $80,000? Blackmailed. I should have known. Let this be a lesson to all of you. Never trust a man with honest in his name. Die beiden machen natürlich auch einfach geniale Videos. Genau meine Art von Humor. Schaut euch beide Videos auf jeden Fall noch in voller Länge an. Das lohnt sich echt. Der Begriff Slapjob scheint auch humorvoll mit einem in den USA aus der TV-Werbung bekannten Küchengerät verbunden zu sein. Habe ich dann auch mal nachgeschaut. Hier ein Ausschnitt. Die Werbung ist einfach zu geil. Link dann auch in der Beschreibung. Hi, it's Fitz with Slapchop. You're gonna be in a great mood all Und day because ich you're gonna be weiß, slapping ob your das troubles away with Comedy Slapchop. ist Look, here's a potato. oder ob das One tatsächlich slap, you so got big die chunks of Werbung stew. war. Two slaps, home Aber es fries sieht schon in a so second. nach so And einer look at this. typischen When you add Werbung mushroom, aus. The more you do it, the finer it gets. You don't Bam, have to bam, switch any bam. blades. Now, you love salad, you hate making it. You know you hate making salads. That's why you don't have any salad in your diet. Watch this. One slap, Zack, salad. Modell I love fertig. pizza too, but once in a while, get the veggies in. At least throw it on top of the pizza. You're gonna change your eating habits. Bam, 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 ganze Coleslaw, Einheit angemalt. 4 or 5 seconds, it's done. Ja, mit Slapjob, echt. Ganze Armee, 4 bis 5 Sekunden ist die ganze Armee angemalt. Hammer. Das erstmal als Exkurs, woher der Name Slapjob bei der Miniaturenbemalung eigentlich herkommt oder herkommen könnte. Kurzum, der Name ist einfach seit 2022 eigentlich nicht mehr aus unserem Hobby wegzudenken. Aber was ist denn nun genau Slapjob? Im Kern wird dieser durch 3 Schritte definiert. Erstens schwarze Grundierung, zweitens hellere Akzente durch Dry-Brush oder zenitale Highlights über die Sprühdose Airbrush mit Grau und oder Weiß. Und als dritter Schritt All-in-One-Farben, also Contrast Paints von Citadel, Speed Paints von Army Painter, Express-Farben von Vallejo und wie sie alle heißen. Und auch wenn jede Künstlerin und jeder Künstler einen eigenen Touch einbringt und eine eigene Interpretation und Herangehensweise hat, sind dies die 3 Kernelemente des Slapjobs. Slapjob als Bemalmethode wird vor allem für 2 Dinge gelobt. A. Die Minis sind schnell kampfbereit auf dem Tisch und B. Man hat dennoch cool bemalte Miniaturen. Man kann sich nach dem Slapjob auch separates Layering, Highlighten, Shaden etc. sparen. Man kann den Slapjob aber natürlich auch als Grundlage nehmen, von dem aus man dann weitermachen kann. Und da wir jetzt wissen, woher der Slapjob vermutlich kommt und was so die Kernelemente des Slapjobs sind, können wir jetzt dann auch mit den All-in-One-Farben, also dem 3. Schritt des Slapjobs, weitermachen. Ich benutze hier die Kontrastfarben von Citadel und was würde sich für Blood Angels besser eignen als Blood Angels Red. Ich habe da in der Vergangenheit auch schon mal andere Experimente gemacht, da ist leider kein Videomaterial mehr dazu. Da bin ich dann hergegangen und habe zum Beispiel erstmal mit Gryph-Hound Orange angemalt und bin dann mit Blood Angels Red drüber. Oder erstmal mit Flash Heroes Red und dann mit Blood Angels Red drüber. Aber
ja, im Endeffekt, man hat es nicht rauspicken können aus der Einheit dann, ob jetzt ein Modell vorher mit Orange grundiert war oder angemalt war oder mit einem anderen Rotton vorher. Die Unterschiede waren so minimal und kaum sichtbar, dass sich der Aufwand für mich da einfach auch nicht gelohnt hat. Deswegen habe ich entschieden, es reicht mir, wenn da einmal hier Blood Angels Red drüber kommt, ist gut genug. Der große Vorteil an der Slapjob-Technik ist hier natürlich dann auch, das Modell war schwarz grundiert. Wir haben von oben das knallige Weiß drauf. Wir haben dann noch mit Grace hier die Zwischenstufen drin. Das heißt, die Kontrastfarbe, die ja auch transparent dann trocknet, die hat einfach andere Grundtöne im Hintergrund. Das heißt, die Kontrastfarbe Blood Angels Red über schwarzen Stellen trocknet ja ganz anders und sieht dann ganz anders aus als jetzt über den helleren weißen Stellen. Und das wird man einfach merken dann auch im Endergebnis. Und ja, um es vorwegzunehmen, ich fand das Hammer. Es hat zwar am Anfang etwas länger gedauert, als es meine Standardgrundierung mit Crazy, aber das Endergebnis war viel besser. Die Schulterpanzer des Terminator Sergeants haben wir natürlich nicht angemalt. Die werden schwarz, so wie sich das gehört, für ordentliche Sergeants und Corporals der Blood Angels. Dazu nehmen wir dann Contrast Black Legion als kräftiges, sattes Schwarz. Und die Farbe benutze ich dann auch für die Waffen der Terminatoren. Als nächstes kommt dann Basilicanum Crate zum Einsatz. Das verwende ich hauptsächlich für die Power Fist der Terminatoren, aber auch für die Atemeinheit vorne an den Helmen. Munitionsbehälter der Sturmkanone wird dann auch noch grau und natürlich auch das kleine Mundstück bei dem Terminator nicht vergessen. Danach geht es weiter mit Rattling Crime für alle metallischen Teile, an den Waffen, die Kabel und die Lüftungsstütze hinten in den Rüstungen. Als nächstes Skeleton Horde, das verwende ich für das Crux Terminatus, also das Ehrenabzeichen der Terminator. In der Mitte des Crux Terminatus soll ja sogar ein Teil der echten Rüstung des Imperators eingelassen sein. Mit Contrast Black Templar bemale ich dann den imperialen Aquila auf der Brust der Rüstung. Aquila, lateinisch für Adler, das heißt der Brustadler, der auf den Rüstungsfinden ist. Klassischerweise hat der imperiale Aquila eben diesen zweiköpfigen Adler mit einem Kopf, der nach links schaut und einem Kopf, der nach rechts schaut, was so die Wachsamkeit symbolisieren soll. Ein Kopf schaut in die Vergangenheit, ein Kopf schaut in die Zukunft. Aquila wurde übrigens auch schon im antiken Rom verwendet für die Legionsstandarten und coolerweise greift Warhammer 40k das natürlich dann auch auf. Auf der Brustrüstung der Terminatoren, also auf der Tactical Dreadnought Armor, ist jetzt nicht der klassische zweiköpfige imperiale Adler drauf, sondern der geflügelte Schädel als Brustverzierung. Mit der gleichen Farbe habe ich dann auch die Rüstungsgelenke angemalt, zum Beispiel in den Kniekehlen. Wir haben jetzt mittlerweile 6 unterschiedliche Farben verwendet, aber es gibt immer noch ein paar Stellen auf den Miniaturen, die noch nicht angemalt sind. Zum Beispiel auch die Reinheitssiegel, die mache ich jetzt als nächstes. Dazu nehme ich die Base Color Buckhard Flash. Diese Reinheitssiegel oder auch Purity Seals sind übrigens einfach Pergamentstreifen, die mit Wachs an den Rüstungen befestigt werden. Und darauf stehen dann oft heilige Litaneien, Gebete, Gelübde oder auch einfach Auszeichnungen für den Träger. Die Reinheitssiegel werden auch oft von einem Ordenspriester geweiht und ja, die bescheinigen dann sozusagen die geistige Reinheit und den unerschütterlichen Glauben an den Imperator. Ist auch so eine Art symbolischer Schutz. Und bei der Warhammer 40k Secret Level Folge auf Amazon Prime sieht man zum Beispiel auch, dass die Reinheitssiegel durch Anwesenheit des Chaos einfach so verbrennen. Das war ein sehr interessantes Detail, fand ich. Für die Munitionshülsen hier auf dem Boden unseres Gatling-Terminators, als auch für die sichtbare Munition in den Magazinen der Sturmbolter, kommt Balthasar Gold zum Einsatz. Und im nächsten Schritt werden wir uns dann um die metallischen Teile kümmern, die wir zuvor schon mit Rattling Crime angemalt haben. Ich verwende dazu dann LED-Belcher, ein kleines Stück von einem Schwamm und einer Pinzette und tupfe die Farbe dann auf alle metallischen Teile, zum Beispiel hier auch auf die Gatling drauf. Wer es etwas dunkler möchte, kann dann natürlich auch Iron Warriors verwenden, aber ich finde, das Rattling Crime ist schon dunkel genug und dann mit dem LED-Belcher im Kontrast finde ich, das Ergebnis sieht da eigentlich schon ziemlich nice aus. Richtig schön abgenutztes Metall.
Und wenn wir schon beim Metall sind, dann natürlich, was darf nicht fehlen? Nuln Oil, einfach Shade drüber. Der läuft dann in die Vertiefung rein. Dann haben wir dann auch noch einen schönen Schatteneffekt dadurch. Es kommt auch überall, auch über die Kabel, in die Lüftungsschlitze hinten rein. Und ja, klassische Metallbearbeitung, sage ich mal. Und dann wollte ich auch so einen genialen, glühenden Effekt auf der Sturmkanone. Hier, Tutorial von Yuka Kitten, Link in der Beschreibung. Hammerkrass, die hat halt wirklich hier den Arnie als Terminator gemacht. Echt ein T800 draus gemacht. Und es sieht so krass aus. Und das habe ich dann versucht auch hinzubekommen. Und das sah in ihrem Tutorial wirklich nicht so schwer aus. Im Wesentlichen fängt man vorne an mit Weiß, Gelb, Orange und je weiter man nach hinten geht, Rot, wird man immer dunkler, dunkleres Rot, Schwarz. Aber das war echt nicht so einfach. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, um den Effekt rüberzubringen. Es ist ein cooler Effekt für glühende Metallteile. Das muss ja auch nicht immer nur eine Waffenmündung sein oder jetzt hier eine Sturmkanone. Das kann man ja genauso gut auch anwenden für Auspuffrohre, bei einem Panzer oder bei einem Ork-Garg-Bot. Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und es ist dann einfach nochmal so ein Hingucker, so ein cooler Effekt, auch wenn er nicht perfekt gelingt, der einfach nochmal so ein bisschen was an einem Modell rausholen kann. Ja, und für solche und ähnliche Effekte, da lohnt es sich dann auch, sich dann einfach mal auch Referenzbilder anzuschauen. Habe ich dann auch nochmal gemacht. Einfach, wie sieht denn glühendes Metall wirklich aus? Das ist ja jetzt nichts, was man sich tagtäglich anschaut. Und ja, es ist wirklich so, die extrem heißen Stellen, die sind einfach knallig weiß. Dann geht es ins Gelb, ins Orange, ins Rote rein und wird dann immer dunkler. Und genauso kann man dann auch für andere Effekte, die man abbilden will, auf den Miniaturen, sich dann auch Referenzbilder anschauen und mal mit einer anderen Sichtweise einfach auch Fotos betrachten. Aber mit dem Glüheffekt hier bin ich schon echt fast verzweifelt. Ja, und ich war mit dem Glüheffekt der Gatling immer noch nicht zufrieden. Hab dann zwischenzeitlich mal so einen Pinselschwamm aus dem Kruschenladen ausprobiert. Damit weiß, mit verschiedenen Gelbtönen auf die Gatling drauf gesprenkelt. Bin dann aber dann auch wieder zu meinem alten Schwammstück und Pinzette zurückgegangen. Das war dann doch angenehmer und ja, ein bisschen zielgenauer. Es ist auf jeden Fall ein Effekt gewesen, den ich mal ausprobieren wollte. Und ich denke, es ist auch mal ganz interessant zu sehen, dass es nicht immer auf Anhieb klappt. Ich bin hier echt sehr oft vor, zurück, wieder mit dem Weiß, dann wieder mit dem Gelb, bis ich so einigermaßen zufrieden war. Und ja, auch heute bin ich immer noch nicht 100% zufrieden damit. Aber so ist es eben. Es klappt nicht immer auf Anhieb. Ja, und dann fürs erste Mal diese neue Technik ist es jetzt auch gar nicht so schlecht geworden. Bei der Hautfarbe konnte ich mich dann auch zuerst nicht entscheiden. Hab dann mal die verschiedenen Kontrasthauttöne, die ich so hatte, Guilliman Flash, Dark Oath Flash und Fireslayer Flash, so rausgelegt und hab dann gedacht, ich habe doch hier noch so ein paar grundierte Tyranniden, so ein paar Stachelganten. Die bekommen jetzt einfach mal aufs Base so ein bisschen von dieser Hautfarbe, von dieser Kontrasthautfarbe. Ja, war jetzt auch nicht so eine mega Idee, weil auf einem flachen Base ist es halt, ja, ist es einfach nicht repräsentativ genug. Und ja, es war mir dann auch zu blöd zu warten, bis es getrocknet ist. Deswegen habe ich dann doch einfach Guilliman Flash verwendet. Ja. Wenn ihr es wissen wollt, was so die Unterschiede sind, ist auf jeden Fall so, Guilliman Flash ist ein warmes, rötlich-brauner Hautton. Ja, es hat schon so ein bisschen den Eindruck der sonnengeröteten Haut. Und ja, ist halt auch, ich meine, das heißt, Guilliman Flash ist ideal für Space Marines oder Barbaren. Sozusagen Standardfarbe für Space Marines so. Dann haben wir das Dark Oath Flash. Das ist heller und neutraler als das Guilliman Flash. Weniger rötlich drin. Ist eher nochmal blasser. Leicht gräulich-beige, wenn man so will. Auch gut geeignet für Wikinger, Chaos-Kultisten und einfach, ja, alle mit blasseren Hauttönen. Und dann haben wir dann auch nochmal Fireslayer Flash. Das ist sehr warmer Hautton, orange-braun. Eben, ja, der Name lässt vermuten, Fireslayer-Zwerge, perfekt. Der coole Terminator mit seiner Gatling soll es noch einen ebenso coolen blonden Irokesen erhalten. Blonde Haare mache ich meistens nach dem gleichen Rezept, bestehend aus 3 Farben bzw. 3 Schritten. Zunächst mit Sentry Dust bemalen,
dann mit Seraphim Sepia Shaden und dann noch Highlights mit Ushabti Bone setzen. Und so sieht das Ganze dann aus, ist eigentlich ziemlich cool geworden. Und wenn wir dann das Sentry Dust schon draußen haben, können wir es auch gleich noch verwenden, um noch ein paar Highlights beim Crux Terminatus anzumalen und bei den weiteren Schädelverzierungen auf den Rüstungen. Danach bin ich mit Skeleton Horde über die Reinheitssiegel drüber und teilweise auch nochmal über die Schädelverzierungen. Mit Nullen Oil bin ich dann in die Zwischenräume dieser Sensorlinsen an der rechten Oberseite der Rüstung gegangen, über die Voxgitter am Helm und über die Lüftungsgitter hinten an der Rüstung. Und da diese Panels auf der Oberseite der Rüstung sehr präsent sind und man eigentlich immer drauf schaut, während die Modelle auf dem Tisch stehen, bin ich da jetzt erst einmal mit Wasser einfach die Vertiefung entlang gefahren. Und das Wasser in den Vertiefungen hilft dann durch den Kapillareffekt, wenn ich jetzt hier mit Nullen Oil gezielt drüber gehe, die Farbe vom Nullen Oil direkt in die Vertiefung reinzuziehen und da bekommt man halt sehr saubere Panel-Lines. Die Details auf den Rüstungen, das heißt diese ganzen Reliquien und Verzierungen, werden mit Retributor Armor angemalt. Auch die Verzierung, der Griff am Energieschwert des Sergeants und auch natürlich die Adler-Symboliken auf den Sturmboltern. Damit die Farben bei den Sensorlinsen und bei den Augen richtig gut rüberkommen und richtig schön leuchten, bin ich da jetzt erst nochmal mit White Scar drüber. Bei den Linsen kann man sich dann auch noch ein bisschen austoben. Mantis Warrior Queen, Talazar Blue, Tesseract Glow. Die Augen selbst habe ich dann mit Mantis Warrior Queen angemalt. Warp Lightning war auch im Rennen, aber Mantis Warrior Queen hat mir einfach besser gefallen. Die typischen Verzierungen in den Reliquien der Blood Angels, also diese Blutstropfen, mache ich mit Bal Red. Sehr knalliges, kräftiges Rot. Da kommt es richtig cool rüber. Das Wachs bei den Reinheitssiegeln male ich mit Dark Angel Screen an. Für das Energieschwert des Sergeants verwende ich Talazar Blue für die untere Hälfte und Frostheart für die obere Hälfte. Lass auch beide Farben ineinander reinlaufen und so hat man relativ schnell und einfach das Energieschwert angemalt. Kann man natürlich noch viel mehr Details einarbeiten, aber für mich reicht es erstmal so. Für den Schwertgriff habe ich mich spontan für Baylor Brown entschieden. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass ich so den hinteren Knubbel des Schwertes noch gar nicht mit Gold angemalt hatte. Habe ich dann mit Retributor Armor einfach nachgeholt. Für die Griffe der Sturmbolter habe ich dann Agarus Dunes verwendet. Und dann für die goldenen Teile noch ein relativ simpler, aber effektiver Schritt. Einfach Wakeland Flashshade über alle goldenen Teile drüber. Und dann hat man da super einfach mehr Tiefe erzeugt. Tja, und dann fehlten eigentlich nur noch die Bases. Und damit sich die Terminatoren gut in meine Blood Angels Armee integrieren, habe ich dann in meinem Malkompendium erstmal nachgeschaut, wie ich denn die Bases bisher für die Blood Angels angemalt habe. Dieses Malkompendium enthält im Wesentlichen meine Rezepte und Notizen, ist ja wie ein Rezeptbuch beim Kochen und ist unglaublich wichtig für mich geworden. Zum einen, weil ich natürlich verschiedenste Armeen anmale und immer hin und her springe und zum anderen, weil ich auch immer mehr vergesse. Und das gibt mir dann auch einfach ein Gefühl der Sicherheit bei Armeen, bei denen es drauf ankommt, dass die einheitlich aussehen, auch bei den Bases, kann ich dann einfach immer nachschlagen, welche Farben ich denn da eigentlich verwendet hatte. Und bei meinen Blood Angel Bases starte ich traditionell mit Stirland Matte, das einfach großflächig auf den Bases verteilen. In letzter Zeit habe ich mich aber auch sehr mit Vallejo Diorama FX Texturfarben angefreundet. Die sind zum einen genauso gut, lassen sich genauso gut verarbeiten und sind kostengünstiger. Das heißt, hier hätte ich dann auch zu Dark Earth greifen können, hätte man im Endeffekt keinen großen Unterschied gemerkt. Da wir dann noch mit Dry Brush drüber gehen, da wir mit Washes drüber gehen, ist auch der exakte Farbton da gar nicht so wichtig. Was aber wichtig ist, dass wir der Texturfarbe genug Zeit geben zum Trocknen, bevor wir weiterarbeiten. Ihr seht es hier, es ist noch sehr feucht. Und ja, je nachdem wie dick man da die Texturfarbe aufgetragen hat, braucht es halt auch wirklich mal ein paar Stunden, bis das wirklich trocken ist. Und wenn man es zu dick aufgetragen hat, also eine ganz dicke Schicht da drauf gepackt hat, dann muss man es leider dann auch mal über Nacht stehen lassen, weil es halt schon mal so 8 Stunden braucht, bis es trocken ist. Da bei den Bases hier auch noch so Steinplatten mit integriert sind, kommt da jetzt erst nochmal Basilicanum Grey drüber. Teilweise ist auf den Steinen aber auch Blood Angel Thread gelandet. Da habe ich zuvor eben nicht sauber genug gearbeitet, ist aber auch kein Problem. Das können wir später fixen. Das Basilicanum Grey allein reicht da jetzt nicht aus, es ist nicht deckend genug. Danach geht es direkt weiter mit Agrax Earthshade.
Korrekturen bei den Steinen habe ich dann mit Dawnstone vorgenommen. Bei den Steinen dann auch noch ein paar Edge-Highlights gesetzt. Und da ich die Farbe dann eh schon draußen hatte, dachte ich mir, gut, dann machst du noch ein paar Edge-Highlights bei den Power Fists. Dann ging es bei den Bases weiter mit einem Tri-Brush mit Sentry Dust. Und dann nochmal ein leichterer Tri-Brush mit Kataran Flash. Den Rand des Bases habe ich dann mit 2 dünnen Schichten Triad Bark noch angemalt. Und als ich dann mit beiden Schichten komplett fertig war, habe ich dann entdeckt, dass ich die ganze Zeit den Teleport-Pile Center vergessen hatte. Tja, also den dann auch noch quick and dirty anmalen. Den Anfang mit Rattling Crime, dann Imperial Fist und dann Blood Angel Thread. Die einzelnen Schritte der Base-Gestaltung mussten natürlich dann auch folgen, wieder mit Stirred and Mud angefangen, dann aber einfach mal auch das Vallejo Dark Earth mit reingemixt. Ich wollte den Pile Center ja bewusst simpel und einfach halten, aber irgendwie war ich dann doch im Flow und dann habe ich dann noch Steine mit draufgepackt. Jo, so ist es halt einfach manchmal. Die Steine selbst habe ich dann auch wieder mit Basilicanum Grey angemalt. Dann habe ich noch mit weiteren Gelbtönen ein bisschen gelayert, mit Lead Belcher, ein paar metallische Details rausgearbeitet. Agrax Earthshade drüber, Umrandung gemacht, jo. Dann habe ich aber trotzdem nochmal die Gelbtöne rausgeholt und mal weiter an den Details gearbeitet, bis ich dann gesagt habe, es langt jetzt mit den Details. Tri-Brush noch fertig gemacht und dann am Schluss nochmal komplett mit Agrax Earthshade über den kompletten Pile Center drüber. Ja, und dann waren die Terminatoren inklusive Pile Center fertig. Ich hatte unglaublich viel Rohmaterial. Ich blende euch das mal kurz in meiner Excel hier ein. Es waren 76 Videodateien zum Anfang, fast 34 GB. Bin dann hergegangen, habe dann erstmal das Rohmaterial gesichtet und geschaut, was ist wo drin, was muss rein, was kann wegbleiben. Und das waren eben in Summe 4 Stunden 39 Minuten an Rohmaterial, was ich dann unbedingt zusammendampfen musste. Und jetzt ist so, ja, dieses Tutorial um die 30 Minuten lang geworden. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist viel in diesem Video gelandet jetzt im Nachhinein. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere daraus mitnehmen können. Ich persönlich werde vermutlich in Zukunft meine Miniaturen öfter mal auch mit Schwarz grundieren und dann mit unterschiedlichen Weiß- und Grautönen drybrushen. Ich fand das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich war schon einen Tick schneller. Ich meine, das Rohmaterial, ich habe wirklich fast jeden Schritt gefilmt, waren 4 Stunden 39 Minuten. Kann man sagen, ja, plus minus 5 Stunden vielleicht gebraucht für diese 5 Terminatoren mit Pile Center. Das heißt, circa 1 Stunde pro Terminator. Ich denke, das ist ein ganz guter Schnitt. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Mir gefallen die Terminatoren und ich freue mich drauf, wenn sie auf dem Schlachtfeld dann die Tyranniden zerfetzen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, das hilft mir sehr. Lasst ein Like da. Schreibt gerne auch eure Tipps und Tricks unten in die Kommentare. Oder einfach, was euch an diesem Tutorial gefallen hat. Oder natürlich auch, was ihr verbessern würdet. Lasst es mich wissen. Und bis zum nächsten Mal.